Hallo, da sind wir wieder beim monatlichen ICOM Videocast im September. Geht's euch gut? Kommt ihr ordentlich mit eurem Deutsch voran? Im September findet in Deutschland das Oktoberfest statt. Vielleicht habt ihr davon schon einmal gehört. Das möchte ich euch gleich im Season Talk vorstellen. Und im Culture Talk möchte ich euch mal das deutsche Schulsystem vorstellen. Das ist nicht ganz einfach, aber ich versuche es euch gut zu erklären. Also legen wir los. Es ist September und ich möchte euch gerne das Oktoberfest vorstellen. Nanu, warum denn das Oktoberfest im September? Ja, das ist deshalb, weil das Oktoberfest im September beginnt und 2 Wochen lang dauert und dann am ersten Wochenende im Oktober endet. Früher hat es nur im Oktober stattgefunden, aber da es im September wärmer ist, hat man es etwas vorverlegt. Das Oktoberfest ist eines der größten Volksfeste der Welt mit jährlich ungefähr 6 Millionen Besuchern, nur in 2 Wochen, unglaublich. Es kommen sehr prominente Gäste oft, es kommen Gäste aus der ganzen Welt und natürlich auch ganz normale Leute wie du und ich. Das Oktoberfest findet seit 1810 in München statt und ist damals nur ein ganz kleines Fest gewesen, was im Rahmen eines Pferderennens stattgefunden hat zur Hochzeit von König Ludwig. Heutzutage ist das Oktoberfest einfach nur noch ein ganz großes Volksfest und ein Bierfest. Für dieses Fest wird sogar ein eigenes Bier von den Münchner Brauereien hergestellt. Das ist das Wiesenmärzen. Ich weiß nicht genau, ob das Wiesenmärzen ist, aber auf jeden Fall ist das eine typische Kellnerin, die beim Oktoberfest das Wiesenmärzen serviert. Also am ersten Tag des Oktoberfestes kommen die ganzen Wiesenwirte, also die Wirte, die das Bier ausschenken, auf dem Oktoberfestgelände an, und zwar in diesen Pferdewagen. Das ist eine lange Tradition und so ein bisschen die Einleitung des Oktoberfestes. Um genau 12 Uhr muss der Oberbürgermeister das erste Bierfass anzapfen. Hier könnt ihr das sehen auf diesem Bild. Hier ist das große Bierfass. Das heißt, er nimmt sich einen großen Hammer und muss mit diesem Hammer bong, 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 einen kleinen Wasserhahn, also man nennt das einen Zapfhahn, in dieses Bierfass reinhauen. Die Leute um ihn herum zählen dann, wie lange er braucht, bis er das erste Bierfass angezapft hat. So 1, 2, 3. Und wenn er es geschafft hat, sagt er, "Oh, zapft is!" Hier könnt ihr das sehen. O zapft is ist bayerisch, das kann ich gar nicht so gut aussprechen. Und es bedeutet, es ist angezapft. Also das erste Bierfass ist angezapft und das erste Bier kann getrunken werden. Das ist der offizielle Start zum Oktoberfest. Also am ersten Tag um 12 Uhr. Ja, danach feiern alle Leute zusammen in den Festzelten, die es auf den Geländen gibt. Und sie genießen im Prinzip die Atmosphäre mit den vielen Karussells. Und es gibt eine Achterbahn und sehr, sehr viele Geschäfte, wo man Souvenirs kaufen kann und andere Artikel. Also eigentlich ist das Hauptziel des Oktoberfestes, dass die Leute Bier trinken und sich amüsieren. Hierzu freuen sich natürlich die Leute ganz besonders, dass sie endlich mal wieder die bayerischen traditionellen Kleider wie Dirndl und Lederhose anziehen können. Also ein absolutes Muss für euch, wenn ihr im Oktober nach München fahrt, schaut beim Oktoberfest vorbei. Viel Spaß! Das deutsche Schulsystem unterscheidet sich ein wenig von dem japanischen Schulsystem. Deshalb möchte ich es heute euch einmal erläutern. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe versucht, es einfach darzustellen. In Deutschland gibt es eine minimale Schulpflicht von 9 Jahren. Und die Kinder, also das ist die Mindestjahreszahl, die man in der Schule verbringen muss. Man kann natürlich noch deutlich länger in der Schule bleiben. Kinder, die nicht diese 9 Jahre in der Schule verbringen, haben gar keinen Schulabschluss und eigentlich beruflich fast gar keine Chancen. In Deutschland wird man im Alter von 6 oder 7 Jahren eingeschult und beginnt mit der Grundschule. In der Grundschule sind die deutschen Schüler 4 Jahre lang
Und danach entscheiden sie zusammen mit dem Lehrer oder mit den Eltern, also alle zusammen entscheiden, welche weiterführende Schule am besten für diesen Schüler dann sein könnte. Ja, es gibt sehr, sehr viele Schularten. Die wichtigsten sind die Hauptschule, die Realschule, die Gesamtschule und das Gymnasium. Die Hauptschule ist die Basisschulform, die einfachste Schulform, und das Gymnasium ist sicherlich die schwierigste Schulform. Auf der Hauptschule kann man nur diese Mindestschulzeit von 9 Jahren beenden. Also man geht 5 Jahre lang in die Hauptschule plus 4 Jahre lang in die Grundschule, hat also die 9 Jahre Mindestschulpflicht damit beendet. Danach hat man die Möglichkeit, eine Berufsausbildung zu machen, wobei nicht alle Berufe erlernt werden können, nur mit einem Hauptschulabschluss. Für viele Berufe braucht man einen Realschulabschluss oder sogar das Abitur. Aber wenn man mit der Hauptschule fertig ist und die Noten gut genug sind, kann man auf die Realschule wechseln und in der Realschule macht man den Realschulabschluss nach weiteren 6 Jahren insgesamt. Auch dann kann man eine Berufsausbildung machen oder sogar entweder auf eine Gesamtschule oder auf ein Gymnasium wechseln. In einer Gesamtschule kann man alle Schulabschlüsse machen, also den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss und das Abitur. Diese Schulart ist sehr, sehr praktisch und die Leute, die aufs Gymnasium gehen, wissen eigentlich vorher schon, dass sie Abitur machen möchten und dass sie später auch zur Universität gehen möchten. Ja, wenn man das Abitur gemacht hat, hat man trotzdem auch die Möglichkeit, wie nach dem Hauptschul- und Realschulabschluss, eine Berufsausbildung, also ein Jobtraining zu machen. Aber die meisten Leute, die ein Abitur haben, wollen auch hinterher studieren. Oder es gibt noch sehr viele andere Möglichkeiten, was sie nach ihrem Schulabschluss machen können. Aber das würde ich euch ganz gerne im nächsten Monat erklären, weil das dann wieder so ein ganz anderes eigenes Thema ist. Also schaltet unbedingt nächsten Monat wieder ein. Na, wie haben euch meine September-Themen gefallen? Ich hoffe, es war ganz unterhaltsam für euch. Diesen Monat ist ja die Silver Week in Japan. Könnt ihr da ein bisschen Ferien machen oder frei nehmen? Ich würde euch absolut empfehlen, einen Urlaub zu machen, nach Deutschland zu fliegen und zum Oktoberfest zu gehen. Dann könnt ihr ordentlich feiern, vielleicht ein Dirndl anziehen oder eine Lederhose. Aber passt gut auf, dass ihr nicht zu viel von dem leckeren Wiesenmärzenbier trinkt. Dann könnt ihr nämlich gar nicht mehr genug Deutsch lernen. Also vergesst nicht, beim nächsten Videocast wieder reinzuschauen. Tschüss!